Heute zeige ich euch diese Protein-Brownies, die wir aus Proteinpulver und Kidneybohnen selber machen. Die Brownies sehen nicht nur aus wie richtige Brownies, die riechen und schmecken auch genauso. Als erstes brauchen wir so einen Messbecher und gleich einen Pürierstab. Hier habe ich jetzt einmal eine Dose Kidneybohnen. Das ist hier einmal so eine kleine Dose Bohnen. Die habe ich abgetropft und mit Wasser abgespült. Und mit denen fangen wir jetzt an. Alle Zutaten und Abwandlungen, weil man kann das Rezept auch ein klein bisschen variieren, das schreibe ich euch alles in die Infobox. Schaut da also bitte nochmal nach. Als allererstes füllen wir die kleine Dose Kidneybohnen hier in unserem Becher. Darauf gebe ich 2 ganze Eier und 70 Gramm Naturjoghurt. Und das zerkleinern wir jetzt mit einem Pürierstab. Hierauf gebe ich jetzt 50 Gramm Butter. Allerdings könnt ihr die Butter auch tatsächlich komplett weglassen oder stattdessen 50 Milliliter Öl nehmen. Ich habe das Rezept aber auch schon ganz oft komplett ohne Butter und ohne Öl gemacht. Schmeckt auch gut. Ich mache den Pürierstab jetzt sauber und den Rest mache ich mit dem Mixer. Jetzt kommen die trockenen Zutaten dazu und zwar braucht ihr einmal ein bisschen Süße. Ihr habt die Möglichkeit entweder 70 Gramm Zucker oder 100 Gramm Erythrit zu nehmen. Erythrit bekommt ihr in fast jedem Supermarkt. Das sieht so aus und das hat 0 Kalorien. Ich gebe also meine Süße jetzt einfach da rein. Je nach Geschmack könnt ihr natürlich auch ein bisschen weniger nehmen. Dann habe ich hier einmal 40 Gramm Proteinpulver mit Kakaogeschmack. Dafür habe ich hier so ein Proteinpulver, bekommt man auch online. Was mir hieran einfach gefallen hat, ist, dass das in Bio-Qualität ist. Also 40 Gramm Proteinpulver mit Kakaogeschmack. 15 Gramm Backkakao, also nicht den süßen zum Trinken, sondern Backkakao. Und 2 gehäufte Teelöffel Weinstein-Backpulver. Und das Ganze vermische ich jetzt hier mit dem Mixer. So, das war's auch schon. Dann brauchen wir einfach nur so eine kleine Backform. Das müsste 20 cm Durchmesser sein. Ich schreibe euch das aber in die Infobox. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Backpapier. Drauflegen und festspannen. Und jetzt gießen wir unsere Mischung hier rein. So, ich streiche das jetzt hier ein bisschen glatt. Und als allerletztes streue ich dann noch ein bisschen Schokolade oben drauf. Das könnt ihr natürlich weglassen. Da ich das für meinen Sohn mache, mache ich dem da ein bisschen Schokolade drauf. Wie gesagt, wem das zu viel Schokolade ist, der kann das natürlich weglassen. Aber ein bisschen Schokolade kann ruhig oben drauf. Jetzt brauchen wir die Brownies nur noch zu backen. Ich habe meinen Ofen jetzt vorgeheizt auf Ober-Unterhitze, 180 Grad. Und ich backe die Brownies jetzt für 30 Minuten. So, die Brownies sind fertig. Man sieht keinen Unterschied, wie ich gesagt habe. Und das Schöne ist, man sieht nicht nur keinen Unterschied, man schmeckt auch keinen Unterschied. Ich löse das jetzt mal hier am Rand. So, und ich ziehe das Backpapier jetzt auch direkt von dem Blech runter, weil das arg schwitzt auf dem Blech. Und so sehen unsere fertigen Brownies aus. Die schneide ich jetzt mal in Stücke.
Und dann zeige ich euch das nochmal von innen. Ja, das ist das Ergebnis. Ich habe euch versprochen, man sieht keinen Unterschied und man schmeckt keinen Unterschied. Man riecht auch keinen Unterschied. Und ich garantiere euch, egal wen ihr probieren lasst, keiner wird herausschmecken, dass da Kidneybohnen drin stecken. Und ansonsten, eine der wichtigsten Zutaten sind hier neben den Kidneybohnen das Proteinpulver. Das bekommt ihr online. Da könnt ihr auch ein Getränk draus machen. Das ist das Ergebnis aus Kidneybohnen und Proteinpulver. Ja, okay, so ihr Lieben, das war's dann von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wie es euch geschmeckt hat und vor allem, wenn ihr Bekannte probieren lasst und denen erst im Nachhinein sagt, dass diese Brownies aus Kidneybohnen bestehen. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion und was ihr da erzählt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.